Es lief richtig gut. Wir waren echt auf einem sehr guten Wege, echt uns noch mehr zu finden. Ja, dann Saison abgebrochen. In den zig Jahren als Profi habe ich sowas noch nie erlebt. Der Druck ist super groß, gerade auch durch die Situation, dass wir uns nur sehr kurz darauf vorbereiten können. Es ist ein Riesending, eine Mammutaufgabe für uns. I didn't want it to be handed to us, I wanted to earn it. If Wusterhauser is who we have to go through, that's who we have to go through. Die sind alle heiß. Die haben auch ein ganz klares Ziel, sehr deutlich Königs Wusterhausen zu schlagen und ein Zeichen zu setzen, dass das von Königs Wusterhausen eine falsche Entscheidung war, gegen uns zu spielen. Für mich würde das alles bedeuten. Das ist einfach so. Wer schafft es schon, die Pro B aufzusteigen? Ja, so eine kleine Stadt. We were as a bunch of guys on the team that were here last year and we failed. We wanted to move up, we lost. That's on us. We don't want to make that same mistake twice. So, plain and simple, a win at all costs. And it hurts my heart, cause I don't do lazy. Work so hard, they call you crazy. It's crazy, I be lame if they fade me. Yeah, I got game, but I never let them play me. Never let them see me sweat. If they don't see me rep, it's cause they never even see me yet. I stay focused, so never will they see me stress. And they notice, with me it's like they see the best. You rockin' with the realest and realest. And if you real, you gon' feel this. And if you feel this, then with y'all, let's my witness. I'ma keep bringing vengeance, swinging for the fences. Wir sind jetzt fast 2 Wochen schon am Trainieren. Das trägt gute Früchte. Die Leute sind alle sehr stabil ins Training gekommen. Wir haben bisher, toi toi toi, keine Verletzungen. Alle sind fokussiert, alle freuen sich, alle sind angetrieben davon. Die Motivation, das kommt dann endgültig die Woche davor. Aber das ist schon die treibende Kraft, warum die Leute halt fast täglich in der Halle sind und 2-3 Stunden trainieren. Bevor ich wirklich mit Opitz zu tun hatte, ich kenne ihn schon echt lange, seit Jahren, also auch aus der Basketball-Jugend heraus. Ich habe immer nur Schlechtes von Opitz gehört, aber das ist immer nur von Spielern, also meine Spielerkameraden und Leute, die ich kenne, alte Spieler, Ex-Spieler von Opitz. Da habe ich mir am Anfang mal gedacht, oh okay, das scheint anscheinend nicht der Spielercoach zu sein. Aber als ich ihn jetzt natürlich im Training kennenlernen durfte und halt auch gesehen habe, wie er mit den Spielern arbeitet, war mir sofort klar, so, dass der Typ ist real, ja, der nimmt auch kein Blatt vor den Mund. Das ist das Erste, was mir auffällt, der ist wirklich real. So. Das ist eine Möglichkeit, die wir jetzt gerade haben, um den Aufstieg nicht so alltäglich daherkommt. Und das sollte schon Motivation genug sein. Sicherlich haben wir eine Art Underdog-Rolle. Auf dem Blatt Papier vielleicht, aber im Herzen nicht. Weil Geld halt nicht alles ist. Und klar sind da ein paar Spieler, die auch schon mal höherklassig gespielt haben, aber das ist halt nicht, was zählt. Ne? Ich denke, was uns eben ausmacht, ist vor allem, wie gesagt, diese Teamchemie. Wir sind ein Team, wir sind eine Einheit, wenn man so will. Und das merkt man, glaube ich, auch, dass hier jeder am gleichen Strang zieht im Endeffekt. Dass einfach mehr Blut, mehr Schweiß, mehr Wille einfach drin steckt. Natürlich ist das nicht ein Garant für das Auskommen eines Spiels, aber ich denke so, dass es die richtige Motivation. Im Moment ist einfach die mannschaftliche Geschlossenheit in dem Team Wahnsinn. Ja, es ist eine feste Gruppe. Das macht eine Menge aus. Ja, sicherlich ist bekannt, dass wir gegen eine Menge starke Spieler spielen, die auch schon alle höherklassig mal gespielt haben, aber jetzt spielen sie halt alle mit uns in der ersten Regionalliga und da muss man sich halt beweisen. Und ich denke, das wissen die Leute auf unserer Seite auf jeden Fall und gucken dem auf Augenhöhe entgegen, dass sie dort spielen und sich beweisen können. We have a chemistry, we have a good players, even though if it may not show on the paper. Like I said, I believe that we could beat them, both times. Man hat schon alles auch im Sport gesehen. Ne? Man hat Teams gesehen, die auf dem Papier Millionen Budget hatten und im Endeffekt haben sie sich nicht mehr in die Playoffs geschafft. Von daher, wie gesagt, das ist mehr Teamchemie und wie man auch Leute führt und wie man noch das ganze Team dahin führt als Gemeinschaft zu dem Ziel, was man sich gesetzt hat. Und wenn da alle mit dann anpacken, schafft man das auf jeden Fall, anstatt wenn man irgendwie eine zusammengekaufte Söldnertruppe hat. Well, I can't comment on their team spirit. You know, maybe they have 10 guys who are all best friends and have known each other their whole lives.
But from our standpoint, like I said, we've got a lot of guys that have been here for 2 years now. I love the guys on the team. We have no issues, no personality clashes. I like coming to work and seeing these guys, and I like going home and hanging out with these guys. Freut mich natürlich, dass sie sehr ambitioniert sind und ja, so ein bisschen auch das Ego mitbringen, um gegen uns zu gewinnen zu wollen. Aber ich glaube, dass da nichts anbrennen wird. We could not be undefeated and winning by the way that we did without being a team. I think they don't know what's going on in our locker room. They don't know what our practices look like. They don't know anything about us as well as us. We don't know anything about them. So for them to assume that we're not a team, that would be an advantage on our part, because when we come out there, we do show that we play as a team. Da muss ich sie leider enttäuschen, denn das ist wohl auch unsere Stärke oder eine unserer Stärken von vielen, die wir haben. You can look at our style of play. We're not a selfish team. You know, there's not one person out here dominating the game more than the others. Everyone's playing well. We all get an even amount of minutes. I mean, I think we're a perfect example of a team. Am Ende des Tages müssen wir diese beiden Spiele gewinnen. Und dann heißt es für uns, ja, alles oder nichts irgendwie auf dem Feld. Ja. Kann uns das vielleicht ein bisschen belasten, könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube, sobald wir aufs Feld kommen und die Jungs heiß sind, dann wird das, glaube ich, keinen Unterschied mehr machen. When we left, I was like, all right, yep. We had a conversation. I thought we'd be back after Christmas, just a little break. Hopefully see you soon. So I carried on working out and everything. And then we got the call like in February that we were done. I was like, oh, that's it. No chance we're going to play again. That's the end of the season really, you know. So it was definitely a surprise to hear that we were going to come back and play, but I'm happy that we got to. When the season got cancelled, it was like, wow, what am I going to do now? I need to find something to occupy my time, make a little bit of money, and not feel like an absolute bum just sitting on the sofa. I took some time off. I got a regular job, you know, like didn't think we were going to play for a while. I worked a night shift in a factory like 5 minutes from my house. It was not the most enjoyable thing to do, I'll tell you that much, but you know, needed to get some money in and I couldn't just keep sitting around. You know, my parents were getting on top of me, I need to get a job. Because now I can't say, oh, I've got a job waiting for me in Germany because the season got finished. So yeah, it was that I think I did it for 2 months. It was tough. Yeah, happy to be back. Also erstmal sind alle Spieler zurückgekommen. Da sind wir super happy drüber. Und dann hat die Liga natürlich sehr überraschend für uns Nachverpflichtungen möglich gemacht. Das Absurde ist, du kannst ja ein ganz neues Team zusammenstellen. Du kannst irgendwelche 8 Jungs, die in der BBL aus den Playoffs ausgeschieden sind oder nicht die Playoffs geschafft haben, die sprichst du an und sagst, hey, hast du nicht Bock für KW zu spielen oder aus der Pro A oder aus der Pro B? Und hat ja theoretisch müsste der Kader nichts mehr mit dem zu tun haben, was da vorher war. Deswegen ist das Risiko ein bisschen groß. Eigentlich wollten wir es nicht, seien wir mal ganz ehrlich. So. Eigentlich wollten es beide Teams nicht, aber die Liga hat es mit rechtlichen Grundlagen dann oder rechtlichen Bedenken begründet, dass man dort jetzt nochmal nachverpflichten darf bis zum 31.05. Das haben wir natürlich auch gemacht und haben quasi 3 Spieler jetzt nochmal mit in den Kader gesetzt, falls irgendwas schief geht, falls sich jemand verletzt oder falls jemand nicht zurückkommt, auch das war noch nicht klar. Deswegen haben wir es gemacht, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Ob uns einer von den Jungs verstärkt im Training oder im Spiel, kann ich auch noch nicht sagen. Baskets. 1, 2, 3. Baskets! Bist ein bisschen aufgeregt, hä? Bisschen? Wir sind gut, mein ganzer Körper zittert, Junge.
oder? Ja, ist echt so. Ich bin mal gespannt, ey. Das ist halt alles drin, ja, für jeden. Ja. Ja, vor allem, du weißt halt nicht, So, jetzt, welche Spieler kommen, ja? Also das Ja. ist ja die Frage. Ja, wichtig, dass wir das wieder sind, das ist immer wichtig. Ja, wir dürfen jetzt mit Fans spielen. Oh, oh. Wisst ihr auch? Was dürfen wir? Mit Fans spielen? Ja, ich hoffe, dass wir KW auch mit Fans spielen dürfen, dass wir rein dürfen. Ja, mal gucken. Aber Hast du schon gefragt? Gefragt habe ich, aber ich habe noch keine Antwort bekommen. Der ist vor Hulda. Ich hoffe mal, ich kriege die Antwort noch bis spätestens Freitag, Sonnabend. Ja. Aber ne. Bus habe ich euch bestellt. Das ist sehr gut. Ja, wir fahren auf jeden Fall. Ja. Ist egal, Wenn wir ob vor der er Halle reinkommt sind. oder nicht, ja? Gibt ja im Livestream, den gucken wir in vor der Halle oder nicht? Ich denke nicht, dass wir irgendeins verlieren werden. Es zählt nur der Alter. Aufstieg, ja? Also, Alter! ist Guck ein dir den Seitling. Fisch an. Ja. Den hole ich mir jetzt. Ja, also ich glaube, das steht gar nicht zur Debatte, oder? Dass wir nicht gewinnen. Ja, jeder hat so seine eigene Meinung zu. Ja. Du kannst jedes Spiel verlieren, wenn du nicht hundertprozentig in Form bist, was bei jedem passieren kann. Haben wir alle schon mal gehabt, und das haben auch andere Teams gehabt. Ja, die sind ja, was halt scheiße ist, beziehungsweise komisch ist, dass die Jungs halt so lange jetzt raus sind, ja. Letztes Spiel im Oktober. Das ist halt so ein bisschen das Problem an der ganzen Sache. You rockin' with the realest and realest. And if you real, you gon' feel this. And if you feel this, then with Charles, my witness. I'ma keep bringing benches, swinging for the fences. If y'all don't understand, this ain't none of your business. Because you rockin' with the realest and realest. And if you real, you gon' feel this. And if you feel this. Neu dazugekommen sind Marley John Lewis und Konstantin Konga. Die beiden haben sich quasi jetzt diese Woche uns angeschlossen. Da stand vorher schon fest, dass sie uns unterstützen wollen. Die beiden Jungs machen uns einen Freundschaftsdienst, weil sie mit einigen Jungs schon zusammengespielt haben und ganz gute Kontakte zu uns haben und gesagt haben, wir haben Bock, wir unterstützen euch. Und dann nehmen wir natürlich das Beste, was kommt. Naja, Konstantin Konga, ich glaube, da muss man niemandem viel zu sagen. Auch ein Berliner, ist, glaube ich, im Frankfurter Programm damals so ein bisschen aufgewachsen und groß geworden und hat sich dort einen Namen gemacht. Danach war er in Bonn, Ludwigsburg, letzte Saison wieder in Frankfurt. Ich glaube, da muss man keine große Geschichte zu erzählen. Y'all is my witness. I'ma keep bringing benches, swinging for the fences. If y'all don't understand, this ain't none of your business. Die haben mich gebeten und dann habe ich mir gedacht, warum nicht? Ich bin hier, ich bin in der Nähe, ich komme aus Berlin, heißt ich bin um die Ecke. Ein bisschen Basketball spielen, ein bisschen trainieren, ein bisschen Competition, ist immer gut. Ich spiele für umsonst, sagen wir so. Also wenn das nicht Freundschaft ist, weiß ich auch nicht, was das ist. Mir war das halt wirklich nicht so bewusst, wie wichtig das hier ist, aufzusteigen und sowas. Und das gibt mir natürlich auch, also natürlich will ich jetzt auch aufsteigen, also gar keine Frage, so, weißt du. Ich werde jetzt nicht darum, weißt du, so, ich werde vielleicht nicht bei 100% sein, aber ich werde 100% geben, so von da aus, ja, und dann werden wir sehen. Also ich würde mich freuen, wenn Wolmirstedt hier über längere, in der Pro B, Pro A oder wo auch immer landen wird, weißt du, wäre schon cool. Also dass ich auch einen Teil dazu, auch wenn es nur eine Woche war, aber ich habe dann wenigstens einen kleinen Teil dazu beigetragen, ja. Ich war lange verletzt jetzt mit der Schulter und habe mich fit gehalten, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob du Basketball spielst auf also Competition-mäßig oder ob du halt dich in der Reha fit hältst oder mal laufen gehst. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Aber es wird schon, geht schon. Ich glaube, also dafür, dass ich so lange keinen Ball angefasst habe, finde ich, mache ich es ganz gut.
fertig mit Basketball bin ich noch nicht. Aber natürlich macht man sich auch irgendwann Gedanken, wenn man jetzt die ganze Zeit verletzt war oder viel verletzt war, über den größten Teil seiner Karriere, was danach passiert. Und ich weiß nicht, wie viele das verstehen, aber wenn du oft Verletzungen hattest, ich glaube, jeder Leistungssportler weiß so, dass irgendwann halt, ist halt immer, du machst halt so viele Schritte zurück und musst dich immer wieder zurückkämpfen und zurückkämpfen und zurückkämpfen und irgendwann verlierst du halt auch ein bisschen so. Den Kampf werde ich nie verlieren, aber es macht halt dann irgendwann auch keinen Spaß, immer wieder bei Null anzufangen, weißt du, was ich meine? Und zu wissen, könntest eigentlich was ganz anderes machen, nur dein Körper macht nicht mit. Und das ist halt irgendwann, dann kommt das Alter dazu, da wird das noch schwieriger. Also das ist alles jetzt nicht optimal immer gewesen. Aber Leben geht weiter. Ich habe super schöne Erlebnisse gehabt und werde auch noch wahrscheinlich mehrere schöne haben. Und vor allen Dingen jetzt am Freitag oder Sonntag hier in Wolmirstedt. Deswegen, ich nehme alles mit und wir gucken, wie lange und wohin die Reise noch geht. Let's go. Let's start very simple. Now, today we're finally at 12, so everybody here, let's make sure we start picking up full court like you guys did it yesterday and also last week. You did a great job. Let's put pressure on the ball. Who's dangerous is number 12, Gabric. He's going downhill, so just pressure him, but keep it in front of you. Go, guys. So, we need 2 minutes and we start with 1. All right, guys, I think these next couple of days we're going to have the chance to finally do what we came together for at the beginning of the season. It's all in our hands. And I really feel like, you know, we have the right to be very confident, but we still shouldn't underestimate these guys, you know. We had a good week of practice now. So, you know, let's just take care of business tomorrow and, you know, beat their ass. Let's go, guys. Okay. Let's go. Baskets on 3. 1, 2, 3. Baskets! All right, let's start. Up and down. Everybody with the ball. Ich habe schon alles vorbereitet und bin mega aufgeregt. Und 5 Uhr war die Nacht zu Ende für mich. Ich musste mich nochmal zwingen, nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde zu schlafen, damit ich auch durchhalte. Was ich natürlich machen werde. Das ist mega groß, meine Aufregung. Man kann das ja nicht beschreiben. Innerlich, also ich weiß nicht, ob man das kennt, wenn man mal so einen Absacker macht mit dem Auto, das Kribbeln im ganzen Körper. Genau so komme ich mir die ganze Woche vor. Ja. Umso näher es drückt, umso schlimmer wird. Also es ist schon mega anstrengend. Ja. Es gibt sicherlich ein paar Schwachstellen, wo wir sagen müssen, okay, das könnte schwierig werden. Der Markel Dant gibt uns natürlich so ein bisschen Probleme mit seiner Länge, aber insgesamt, glaube ich, sind wir da auf einem sehr, sehr guten Weg. Gerade was die Guard-Positionen angeht, haben wir halt eine wahnsinnige Qualität und eine wahnsinnige Tiefe. Ich will nicht sagen, dass das ein Selbstläufer wird, aber das wird eine coole Nummer heute Abend und vor allem dann Sonntagabend. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird ein guter Tag. Ab geht es zum wichtigsten Spiel des Jahres. Ich glaube schon, dass Opitz bei uns heute sehr ruhig sein wird, entspannt sein wird, weil Fakt ist ja eins, er hat nichts zu verlieren, er kann nur gewinnen. Man hat ja vieles gehört, letztendlich am Ende soll er jetzt wohl so anreisen, wie der Kader war, mit dem letzten Stand.
Chapeau vor diesem Mut, ja, gegen uns zu spielen. Ja. Also ich weiß, dass die Jungs sich vorgenommen haben, plus 20, wenn nicht sogar plus 30 zu gewinnen. Damit sie es auswärts nicht mehr so schwer haben. Das Projekt steht und fällt natürlich auch irgendwo mit dem Aufstieg, ja? Oder das muss man mal ganz klar sagen. Wenn wir jetzt verlieren, das wäre schon sehr, sehr bitter für alle. Nicht nur für mich und gegebenenfalls meinen Abgang oder meinen Rückzug, sondern allgemein für das Projekt. Da steckt eine Menge Arbeit hinter. Every point counts. Okay? Hopefully we win this game, but hopefully we win this game with a good enough margin. Bis zum Ende. Tja, erstmal habe ich keine Stimme mehr. Ja, beruhigend, ja, muss man sagen. Ich bin doch schon relativ beruhigt, dass wir jetzt das Spiel mit 29 plus entschieden haben. Profi hin oder her, sie wissen das für den Club und auch, ja, dass da einfach viel dran hängt, ja, für die Fans, den Club und das Ganze ringsherum. Das ist, ich denke schon, dass das nicht so an denen vorbeiging. Und da muss man auch dazu sagen, dass Konsti und Marley ja erst dazugestoßen sind, ja, sehr kurzfristig. Aber ich denke schon, dass Konsti heute gezeigt hat, welche Qualität er uns gegeben hat. Ja. Jetzt fahren wir am Sonntag noch zum Rückspiel und schauen wir mal. Ist ein solides Polster für das Rückspiel. Insgesamt bin ich ja ein bisschen enttäuscht, vielleicht, wie wir das basketballerisch gelöst haben. Ich hätte mir da vielleicht ein bisschen mehr erhofft, auch wenn man wahrscheinlich nach 7 Monaten nicht super viel erwarten kann. Gerade das Thema Rebounding war für uns natürlich eine super schwierige Sache und es sind so ein paar Situationen, wo wir einfach echt sehr, sehr schlecht ausgesehen haben. Ich meine, ein Offensiv-Rebound beim
beim Freiwurf abzugeben, das tut weh. Also ich hatte auf jeden Fall erwartet, dass es 2 bis 3 neue Spieler gibt, unter anderem einen Amerikaner. Das war ja so ein bisschen das Thema, dass sie gerne einen Amerikaner nachverpflichten würden. Hat mich dann sehr überrascht, dass es komplett der gleiche Kader ist und nicht mal eine Verstärkung. Schiefgehen kann immer alles, ja, aber ich meine, 29 Punkte ist ein super Polster. Jetzt heißt es für uns dann wirklich konzentriert die ersten Minuten angehen. Und sobald wir, glaube ich, da einen guten Weg wieder ins Spiel finden, bin ich sehr selbstbewusst, dass wir das schaffen. Aber Basketball ist halt auch Basketball und da kann immer alles sich super schnell drehen. Der Gegner trifft 3, 4, 5 Würfe in Folge und auf einmal schwebt er auf eine Welle des Selbstbewusstseins. Und das können wir nicht zulassen, das können wir denen nicht geben. Dirk, mein Lieber. Ich würde dir eigentlich nur noch mal zum Sieg gratulieren von gestern. Ich habe ja ein bisschen Getränke gekauft für die Rückfahrt. Ja. Okay. Ich muss leider Gottes mit dir absprechen. Ich würde es dann im Bus nachher übergeben. Ich komme damit nach Schönefeld. Also, ja, im Prinzip Sekt und die Spieler haben sich so ein bisschen Gin und Havanna gewünscht. Ja, und ja. Die haben gefragt, was sie trinken wollen. Das war die Message. Ich wollte dich nur vorher darüber informieren. Okay, vielleicht trinken wir erst nach dem Spiel, das wäre gut, aber ja. Well, yeah, we got practice again today, and then game on Sunday. Hopefully, if we don't blow a 20.9 lead, celebrate Sunday and Monday, and then start packing up and head back to England on Wednesday. Für uns geht es Schlag auf Schlag. Ja. Im Moment sind natürlich die Vorbereitungen für nächste Saison super groß bei uns, der Kader. Wir haben mit allen Jungs schon gesprochen, auch schon vor den Spielen. Da sind wir alle auf einem relativ klaren Stand. Ja, Joe Hart wird uns verlassen. Er ist so ein bisschen an einem Scheideweg, glaube ich, in seiner basketballerischen Karriere. Club's going in a different direction. So at this point, I don't know. Maybe look to go back and play in England. Germany's an option, but who knows, you know. I think time is probably right, you know. It's been 2 years, but a crazy 2 years. And if at the end of the day we achieve the goal, then you know we can both smile and go our separate ways and be happy with that. Yeah, I did not know that. I mean, that's disappointing, but I mean it's a part of the business. I've lost a lot of teammates due to the business of the game, and you know, changing teams and stuff like that. It sucks, but it's part of it. It's part of it. It comes with the territory. So I'm sure he'll land on his feet. I'm sure he'll find another spot, another place, and who knows? Maybe I'll see him down the line, play against him another time or something. But you know, it's just disappointing. That's disappointing news. It's still, job's not done. You know, we got a couple guys that may not be here next year, so this is, you know, a good cap to the season. You know, a messy one it was, but to be able to finish it on a high note is definitely positive. I'm ready. This is my land and I'm feeling the rain. Try me, must be out of your brains. King blood, feel it run through my veins. Purple red, cause I'm breaking the chains. My land and I'm feeling the rain. Try me, you'll be feeling the pain. Too wild, I can never be tamed. Purple red, cause I'm breaking the chains. It's going to be super important that we keep on controlling our emotions, okay? Don't get onto their level, and we keep controlling our emotions. The refs are bad, but they're bad on both sides, okay? So there's nothing to complain about. They're called bad on both sides. So we just keep going, we just run, we push, and we're just going to win that game, move up. That's all we ask for, right? All right, let's go. 20 minutes. Let's go. Team on 3. 1, 2, 3. Team.
come here. We fucking did it, yeah! Killing me, Alter. Ich hab grad geduscht. Ja. Es gibt nur ein Heiko Pontag. Ein Heiko Pontag. Du geile Sau. Oh. Grüß dich. One last time. Ist es schlimm, wenn ihr kurze Hose hat? Nö, ne? Jetzt kann ich mich ja wie möglich hinsetzen, nur noch der Stress ist vorbei. Do you know what? It's not as comfortable as it looks. I like what you guys have done with it, but I'll be happy to see the end of it, that's for sure. Ich bin jetzt seit 3 Jahren hier und seit 3 Jahren arbeiten wir an diesem Ziel. I think it just felt relieved that we finally got the job done. Ja, ich muss ehrlich sagen, jetzt so richtig realisiert habe ich das noch nicht. Es war echt eine einzigartige Saison, kann man so sagen. Mad. Just one word, mad. The season was very unpredictable, unprecedented, and just bizarre. Mega geil. Teilweise lag ich nachts wach und habe mir überlegt, Gott, mit was haben wir das eigentlich verdient, so eine coolen Jungen zu haben? Ich habe mir das Tattoo der Basket stechen lassen und halt die Basketball-Logos, ja. Warum? Ja, weil ich geil finde. Weil Basketball geil ist und Tattoos sind doch cool, ja. Thank you. I'm just telling you, there is a part 2 coming. I mean, I don't know. Hallo liebe Build to Win Fans, nach dem Aufstieg bin ich jetzt hier auf Mallorca und feiere noch ein bisschen. Danach geht es wieder zurück ins Training und ich hoffe, euch hat die Serie so gut gefallen wie mir. Wenn ihr eine zweite Staffel wollt, dann kommentiert einfach unter diesem Video und ja, alles Gute, alles Liebe.